Okay, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Serie und zwar im Bereich JavaScript, Webentwicklung und Testing. Wir machen Test-Driven Development und das ist eigentlich mittlerweile Industriestandard geworden, zumindest an vielen Orten und dementsprechend natürlich auch extrem wichtig. Warum macht man das? Nun, Test-Driven Development bedeutet erstmal, das hatte ich ja schon in der DevOps-Serie ausführlich erklärt, aber es bedeutet, wir schreiben zuerst die Tests und danach implementieren wir Code. Oder wir machen beides gleichzeitig, aber von zwei unterschiedlichen Leuten. Die Tests sollen unabhängig sein und möglichst die echte Welt darstellen, möglichst auch alles kaputt machen und versuchen kaputt zu machen, was man kaputt machen kann. Und dementsprechend brauchen wir eine Testmöglichkeit. Wir müssen JavaScript-Code testen können. Wir müssen eigentlich alles testen können, aber JavaScript ist halt im Webbereich eigentlich nicht wegzudenken, vor allem im Frontend nicht. Und dementsprechend machen wir hier eine kurze Serie. Wir werden erstmal mit Jest arbeiten und dann werden wir uns noch weitere Tools angucken. Jetzt aber am Anfang erstmal Jest. Jest ist ein Tool, das ziemlich viel kann und wir werden uns die ganzen Funktionen eben angucken. Es gibt drei Arten von von Testing. Das erste habe ich gerade schon aus Versehen gespoilert und zwar Unit-Testing. Da testen wir einzelne Funktionen, einzelne Bereiche unseres Codes. Dann gibt es den Integration-Test bzw. die Integrationstests zu Deutsch. Da testen wir, wie funktioniert das Frontend mit dem Backend zusammen. Das heißt, im Unit-Testing wirklich nur einzelne Funktionen, tun die das Richtige, habe ich die Berechnung zum Beispiel richtig gemacht. Im Integration-Testing funktioniert beides richtig zusammen, habe ich eigentlich die richtige Schnittstelle und so weiter. Und im UI-Testing, da testen wir, ob auch wirklich das passiert, was wir wollen, wenn wir auf einen Button klicken. Sprich, wir bauen uns einen Bot für unsere eigene Webseite und gucken, ob der was kann oder ob der das kann, was er soll. Und ja, wir fangen natürlich an mit dem Unit-Testing, das ist das Einfachste. Und wie gesagt, wir starten mit Jest. So, okay, dazu müssen wir natürlich erstmal ein Projekt aufsetzen. Ich habe hier mal ein neues Projekt angelegt. Und hier müssen wir jetzt erstmal alles soweit fertig machen. Und in unserem Fall machen wir hier einfach mal ein npm init. So, das ist sowieso erstmal das Erste, was wir brauchen. Unser Package Name JS Testing, das passt völlig für mich. Version 1.0.0 ist auch in Ordnung. Description brauchen wir keine. Index.js als Startpunkt ist okay. Und testen wollen wir mit dem Befehl test. GitHub Repository gibt es noch keins. Keywords brauchen wir auch keine und Autor bin ich, aber das seht ihr sowieso unten drin wieder. Und die Lizenz können wir eigentlich auch so lassen. Okay, also das kennen wir ja schon soweit. Und ja, wir haben hier quasi alles erstmal für uns erstellt. So, das ist aber erstmal natürlich das Grundgerüst. Wir haben noch sehr viel mehr, was wir eigentlich benutzen könnten. Wir haben ja schon mit Browserify, Watchify gearbeitet. Da ich hier allerdings möglichst wenig voraussetzen möchte, habe ich jetzt mal ganz kurz einfach den Vorgang auch gezeigt. NPM solltet ihr kennen, genauso wie Node.js zumindest mal installiert haben. Das ist alles, was ihr braucht. Das findet ihr alles in meiner JavaScript-Anfängerreihe bzw. JavaScript-Grundlagenreihe. Und wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann sehen wir, hier hat sich einiges getan. Wir haben nämlich eine Package.json bekommen. So, in dieser Package.json haben wir hier den Befehl Test auf Test gelegt. Das wird nicht funktionieren. So viel kann ich schon mal spoilern. Wir schreiben jetzt hier einfach statt Test Jest, ja, JavaScript-Test sozusagen. Und damit haben wir eigentlich schon soweit unsere Tests fertig. Jetzt müssen wir allerdings noch Jest installieren natürlich. Und wenn wir das jetzt nämlich hier laufen lassen, dann passiert nämlich gar nichts erstmal. Der Befehl Jest wurde nicht gefunden. Ja, gut, hätten wir uns auch denken können. Also, was machen wir? Naja, npm install Jest. Okay, cool. Dementsprechend baut sich hier eine neue Bibliothek rein. Wir werden das gleich sehen. So, also es sollte hier ein installiert kommen oder added, eben keine Fehlermeldung im besten Fall, ansonsten ist irgendwas kaputt mit eurer Installation, aber Jest sollte kein Problem sein, das ist eine sehr häufige Library und wir finden natürlich in Node Modules hier auch jetzt Jest zur Verfügung. Wir brauchen aber Jest nicht in unserem Tool drin oder in unserem ganzen Projekt drin in dem Sinne, sondern wir müssen es eigentlich nur im Terminal ausführen können. Wir sollten eigentlich hier Jest laufen lassen können und dann sollte es keinen Fehler geben. Das Problem, speziell unter Windows, ist allerdings hier, ihr müsst das sowohl lokal als auch global installieren, ansonsten habt ihr hier auch wieder ein Problem. Das heißt, wir brauchen hier npm install -g für global, Jest wollen wir auch haben. Okay, dann wird das Ganze nämlich im Pfad soweit eingetragen und wir haben hier die Möglichkeit, Jest zu starten. So, jetzt haben wir hier unter Windows speziell, das ist auch wieder nur ein Windows-Phänomen, haben wir hier auch wieder das Problem, dass wir eine Ausführungsrichtlinie nicht erfüllen, weil die Skripte leider nicht unterschrieben sind. Und ich weiß nicht, also nicht digital signiert, sondern Windows verbietet das erstmal.
von Haus aus zumindest, aber wir können das Ganze hier auch umgehen. Ihr kennt den Befehl schon aus meinem anderen Video zu Browserify und zu Watchify. Set Execution Policy -Scope Process -Execution Policy Bypass. Das führt dazu, dass ihr das auch dürft. Ja, ich sollte es richtig schreiben. Policy, sorry. Und das führt dazu, dass ihr das Ganze auch ausführen dürft und dass es hier nicht rummeckert. Jedes Mal allerdings, wenn ihr die IDE neu starten müsst ihr das unter Windows leider wieder von vorne eingeben. Ja, an der Stelle bitte Jest-Entwickler, signiert eure Sachen einfach. Das wäre viel einfacher. Okay, wenn wir jetzt allerdings Jest ausführen, dann sehen wir hier, boom, wir haben es geschafft. Wir haben Tests ausgeführt, aber es ist halt nichts passiert. Also, wir haben keine Tests ausgeführt, aber wir haben zumindest mal die Tests gestartet. Und hier steht auch dabei, no tests found. So, jetzt, wie fügen wir hier dem Ganzen einen Test hinzu? Naja, wir sehen hier, man macht das normalerweise in dem Tests-Verzeichnis mit Bodenstrichen dran, das ist völlig normal. Das heißt, was ihr machen könnt, ist hier einfach mal ein Make dir Tests Bodenstrich, Bodenstrich. Beziehungsweise ihr könnt das natürlich auch hier machen, indem ihr ein New Directory erstellt und dann hier Bodenstrich, Bodenstrich Tests reinpackt. Das geht genauso. So, und hier in dieses Verzeichnis rein machen wir jetzt eine neue Datei und die nennen wir jetzt einfach mal, normalerweise nennt ihr sie so wie das Ding, was ihr testen wollt, also Sum zum Beispiel, wenn wir eine Summe testen wollen, .test.javascript. Und damit ist es eine Test-JavaScript-Datei. Muss nicht so heißen, es ist aber einfach Konvention, die so zu nennen, dann weiß man gleich, was drin steckt. Der Test für die Funktion Summe in JavaScript. Ja, das sollte eigentlich relativ aussagekräftig schon direkt sein. So, und bei Test-Driven Development mache ich das Ganze jetzt so. Hier muss ich jetzt einfach mein Test rein definieren. Und zwar mache ich das mit erstmal Describe. Describe definiert mir erstmal, wie mein Test auszusehen hat oder was genau der eigentlich soll. Vergesst das Semikolon nicht. Und ja, hier sagen wir jetzt einfach mal, okay, wie nennen wir das Ding? Nennen wir es doch einfach mal Test for some Function. Also Sum mit U geschrieben. Sum Function. Und ja, was wollen wir machen? Naja, wir brauchen keine Parameter für unseren Test erstmal und wir bilden den ab auf diese Funktion. So, das ist der Test, der jetzt dann ausgeführt wird. Und hier kommt der eigentliche Test erstmal rein. Was das für ein eigentlicher Test ist, also das Ganze muss natürlich auch einigermaßen aussagekräftig sein. Wir sehen es hier oben, auch am Logos hat sich ein bisschen was verändert. Hier sehen wir vorne auch ein Run-Test. Das heißt, ich kann speziell diesen Test laufen lassen, was auch sehr hilfreich ist. Deswegen benutze ich auch diese IDE gerade und weil ich einfach mit denen mega warm geworden bin über die Jahre. Deswegen, ja, sorry, wenn ich jetzt nicht für euch switche. Okay, wenn wir einen neuen Test hier machen wollen, dann schreiben wir hier einfach Test, Klammer hin und machen direkt am Ende einfach das Semikolon. Weil im Endeffekt ist das genau das. Wir wollen hier einen Test schreiben und wir definieren unseren Test, beziehungsweise wir sagen, was der Test eigentlich machen soll. Sum of two positive integers. So, das ist quasi die Beschreibung für unseren Testfall. Und jetzt machen wir hier auch wieder eine Klammer, Pfeil und, also ein Lambda-Pfeil, den kennt ihr ja. Und hier rein kommt dann der tatsächliche Test. So, also ein bisschen Overhead, aber das könnt ihr jederzeit einfach copy-pasten und das ist jetzt auch nicht wirklich so schwer. Okay, was wir hier drin testen wollen, ist im Endeffekt erstmal unser const input, beziehungsweise const input 1 ist gleich 42. Dann haben wir hier noch ein const input 2. Wäre 1337. Und dann wollen wir natürlich welchen, const Output haben. Naja, welchen Output brauchen wir? Aufmerksame Zuschauer wissen natürlich, das ist 1379. Und ja, ich benutze diese beiden Zahlen eigentlich fast immer. So, und jetzt kann ich hier eigentlich hergehen und das Ganze mal testen, ob das auch wirklich der Fall ist. Das heißt, was ich hier mache, ist, ich baue mir ein Expect. Expect erwartet einen Wert und wenn der Wert halt nicht stimmt, dann schlägt euer Test fehl. Relativ straightforward eigentlich. So, jetzt wie rufe ich diesen Test eigentlich aus? Naja, ich erwarte, dass meine Funktion Summe von diesen zwei Werten, also von Input 1 und Input 2, dass das ein bestimmtes Ergebnis hat. Das heißt, ich erwarte, dass dieser Wert hier drin to be, also dass der eben ein
wobei to be ist hier sogar tatsächlich falsch. To equal wäre das, was ich möchte. Also ich möchte, dass die beiden gleich sind und zwar mit unserem Output. So, und das ist einfach das, was ich möchte. Wenn ich das nicht bekomme, dann schlägt mein Test fehl. Wenn ich das bekomme, ist mein Test okay geworden. So, jetzt habe ich gleich mehrere Möglichkeiten, all das auszuführen. Ich kann npm run test einstellen. npm run test. Und ja, das bedeutet erstmal, okay, es findet mir alles, also mein Test wird gefunden, aber natürlich schlägt er fehl, weil meine Summe-Funktion, die gibt es ja noch gar nicht. Ja? Das ist ja klar. Okay, aber sum is not defined, das ist ein Reference-Error und ich bekomme den direkt mitgeliefert und hier an dieser Stelle ist das Ganze fehlgeschlagen. Ich habe also einen Fail-Test von einem insgesamten Test. Das ist eine Möglichkeit, wie ich das Ganze starten kann. Ich kann auch einfach hier auf das Play drücken, beziehungsweise in der Package.json das Test starten oder ich kann einfach Jest eingeben. In dem Fall, wir kriegen noch eine genauere Definition davon. Ich kann aber auch hier einfach Run Test starten und dann sehen wir hier direkt eine spezielle Testansicht und sehen hier oben Sum is not defined und wir haben hier vorne auch direkt die Results bekommen. Wie lange sie jeweils dauern übrigens, das steht da auch dabei und man kann die fehlgeschlagenen Tests nochmal neu laufen lassen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr angenehme Variante. Hier oben ist auch übrigens jetzt eine neue Run-Konfiguration erstellt worden für euch in dieser IDE. Das ist speziell für Jest ein Runner, den habt ihr hier quasi direkt jetzt drin und ist eigentlich sehr, sehr angenehm, dass man den hier benutzen kann. Also, falls ihr unter PHP bzw. WebStorm unterwegs seid, könnt ihr das auch hier mitmachen. Ihr könnt auch diesen einen Test hier neu laufen lassen. Das wäre der eine Test, Run-Test, oder ihr könnt die fehlgeschlagenen Tests einfach neu laufen lassen. Ihr kriegt dann auch hier vorne dieses visuelle Feedback mit dem Ausrufezeichen Achtung, der ist fehlgeschlagen. So, da das jetzt für uns nicht wirklich eine Überraschung war, dass der Test fehlgeschlagen ist, ich meine, immerhin haben wir die Funktion noch nicht mal implementiert, regt uns das jetzt nicht besonders auf. Bei Test-Driven Development ist es so, wir schreiben zuerst die Tests und danach den normalen Code. Und wir wollen, dass der normale Code die Tests erfüllt. Das ist ein bisschen bescheuert, aber es funktioniert leider sehr, sehr gut. Und deswegen machen wir hier mal eine neue JavaScript-Datei und so nennen wir die einfach mal index.javascript. Und diese Datei hat einfach eine Funktion dafür jetzt. Die ist ja wirklich sehr, sehr simpel. Das heißt, wir schreiben uns hier einfach die Function sum und die nimmt ein a und ein b und liefert uns, was liefert die denn? Return a plus b. Also wirklich sehr, sehr einfach. Und jetzt exportieren wir das Ganze natürlich nochmal. Module.export ist gleich sum. So, fertig. Okay, damit haben wir hier unser wunderbares Modul fertig. Jetzt können wir das hier importieren. Sagen hier einfach const sum ist gleich require von wo ist es denn? Index. Ja, genau, Index. Genau, perfekt. Und damit haben wir diese Funktion hier. Jetzt können wir den Test nochmal laufen lassen. Wir können, wie gesagt, hier diesen Test laufen lassen. Wir können es aber auch anders machen. Jetzt ist der Test schon wieder gefailt. Was ist jetzt passiert? Naja, ich habe jetzt hier natürlich aus dem Modul Bodenstrich Tests importiert und hier gibt es natürlich nichts, was ich hier irgendwie finden kann. Also muss ich hier erstmal eins rausgehen, das heißt // und dann die Index.js importieren. Das heißt, ich kann hier nochmal ganz kurz meine Tests laufen lassen und wir sehen, tada, unsere Tests sind gepasst in 2 Millisekunden. Das heißt, ja, die sind halt gelaufen. Wir haben hier eben die beiden Sachen auch aufgeschlüsselt. Also wir sehen hier tatsächlich auch, wenn ich alle Tests laufen lassen möchte, alles völlig kein Problem. Ich sehe hier in meinen Testergebnissen alle Dateien, das sind die hier. Ich sehe in meinen Dateien jeweils die Describe-Dinger, ja, das heißt Test for Sum Function und dann sehe ich hier Sum of 2 positive integers. So, jetzt ist die Sum-Function aber nicht vollständig getestet, wenn ich das mache. Und das ist einer der größten Problempunkte im Testen und auch im Test-Driven Development. Denn hier zu sagen, wo eigentlich Ende ist, wo ist denn hier eigentlich vorbei? Ja? Wer weiß denn, wann ich genug getestet habe? Naja, ich könnte hier zum Beispiel auch sowas machen, als völligen normalen Test. Sum of 2 negative integers. Das heißt, ich mache jetzt zum Beispiel einfach -42 und -1337 und ich erwarte -1300, nein, stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Seht ihr, ich muss sogar nachdenken. So, und ja, das hat jetzt auch soweit funktioniert.
Aber wer sagt denn, dass ich da fertig bin? Es gibt sehr, sehr gefährliche Randfälle. Also klar, man sollte immer ein normales Testbeispiel jeweils haben, aber man sollte auch an die gefährlichen Randfälle denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sehr, sehr positive Zahlen habe, in JavaScript jetzt nicht unbedingt das Problem, aber in anderen Sprachen definitiv ein Problem, dann kann ich das hier ausführen und ja gut, in dem Fall habe ich hier diesen einen Test natürlich gefailt, weil ich habe als Ergebnis nicht minus 1379 erwartet, bekommen, sondern 1 mal 10 hoch 31, was natürlich hier nicht ganz korrekt ist. Wobei ich hier einfach den Output falsch definiert habe. Das wäre zum Beispiel etwas, was man eigentlich immer testen sollte. Also für sehr große oder sehr kleine Werte oder teilweise halt einfach auch mit Nullwerten oder teilweise auch mit ungültigen Werten. Also zum Beispiel, wenn ich hier jetzt Null eingeben würde. Was würde denn passieren, wenn ich hier Null eingebe? Naja, dann sehen wir hier, ich bekomme trotzdem ein Ergebnis. Und klar, natürlich müsste ich das dann hier dementsprechend anpassen. 1337. In dem Fall ist es jetzt kein Problem, der Test läuft wunderbar durch und alles stimmt soweit, aber grundsätzlich könnte ich hier auch einen Fehler bekommen. Meine Funktion könnte einen Fehler bekommen und dazu sind die Tests da, um die ganz, ganz ekelhaften Randfälle abzudecken. So, für diese speziellen, also ich meine, klar, diese Funktion hier ist super einfach, ja, die ist wirklich das Einfachste, was man sich vorstellen kann, aber für solche Sachen, die dann halt vielleicht ein bisschen größer sind, Randfälle, an die ich vielleicht nicht gedacht habe und vor allem auch mehr Parameter. All das kann ich erstmal zwar implementieren, aber wer sagt mir denn, ob ich fertig bin? Und das machen wir nächstes Video mit der Coverage. Bis dann, ciao.